Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Playmocast. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Übersichtsvideo zu den Kaufland-Sets, die in den Jahren 2023 und 2024 auf den Markt gekommen sind. Wir haben zu diesen Kaufland-Sets schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist Podcast-Folge 52 aus dem Januar des letzten Jahres. Die ist aber 63 Minuten lang und von daher wollte ich das hier ein bisschen gebündelter nochmal präsentieren, weil ich ein großer Fan dieser Sets bin, weil ich wirklich regelmäßig auch im Kaufland einkaufe, der direkt bei mir um die Ecke ist. Schon alleine wegen meiner Vollkorn-Dinkel-Spaghetti, meiner Marzipantorte und meines Baumkuchen ist das natürlich da immer eine gute Anlaufstelle für mich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt einmal rein und gucken uns einmal die 17 Sets an. Alle Sets, alle Produktnummern werde ich in die Beschreibung des Videos packen, sodass ihr die dann einmal noch mal ein bisschen übersichtlich präsentiert habt. Wir machen uns auf den Weg und haben hier die Oma mit dem Kind. Die sind sich schon bestens vorbereitet, haben die Kaufland-Tasche dabei und ist ein solides Set, finde ich, mit 2 guten Figuren. Wenn ihr nicht mit eurer Großmutter oder mit eurem Enkelkind zum Supermarkt geht, also in dem Fall in den Kaufland, dann nehmt ihr vielleicht eure 4beinigen besten Freunde mit. Ja, die können ja auch wunderbar versorgt werden. Wir haben ein bisschen Hundefutter dabei, die Doppelleiner natürlich. Ganz witzig ist hier die Einkaufstasche, auf der steht I'll be back. Also das ist ziemlich witzig, finde ich. Und sonst ist das Set auch ganz cool. Damit überhaupt Produkte in unserem Kaufland vorhanden sind, gibt es hier schon mal ein großes Highlight mitgebracht. Das ist nämlich der Container-LKW, den wir hier im Set haben. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Das ist ein Fahrzeug, das wir auf Fernsteuerung umrüsten können. Also das ist hier ein cooler Zusatz. Der LKW sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Und das ist schon, wie gesagt, das erste große Highlight für mich. Und da bleiben wir so ein bisschen beim Thema Logistik. Da haben wir noch ein weiteres Set mitgebracht. Das ist der Hubwagen mit Gitterbox. Da haben wir so ein paar Kaufland-Produkte mitgebracht. Auch so ein paar Countryside-Produkte, die hier mit angeliefert werden. Und diese Sachen müssen natürlich ins Lager. Und da haben wir auch ein passendes Set hier von Kaufland mit dabei. Da haben wir nämlich so einen elektrischen Hochhubwagen mit in dem Set. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also macht schon eine Menge her, finde ich. So, jetzt gehen wir direkt in den Laden rein und machen hier einmal unseren Einkauf. Und das erste, was wir sehen, das ist zumindest hier in meinem Kaufland so, das ist der Blumenstand, auf den ich direkt zulaufe, wenn ich durch den Eingang laufe. Und das ist ein witziges Set, finde ich. Was mich aber generell an den Sets hier so ein bisschen irritiert ist, dass die Playmobil-Figuren so ein bisschen aussehen wie aus den Nullerjahren. Also zu den Nullerjahren komme ich bei einem spezifischen Set nachher nochmal zurück. Hier fehlen mir so ein bisschen die Augenbrauen, die ja in der Zeit der Veröffentlichung schon da waren. Also da gab es ja ein bisschen mehr Gestaltung, gerade Gestaltung der Gesichter, Augenbrauen oder verschiedenfarbige Augen. Das hätten die machen können. Weiß nicht, warum das hier ausgelassen wurde, aber er macht die Sets natürlich nicht schlechter, aber auch so die Haare, also die Frisuren, die sind alle ein paar Jahre zurück. Deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert, weil das eigentlich gar nicht so richtig zur Zeit passt, in der diese Sets auf den Markt gekommen sind. So, nachdem wir am Blumenstand vorbeigelaufen sind, geht's in Richtung Obst- und Gemüseabteilung, denn die haben wir hier natürlich auch mit dabei, die darf hier nicht fehlen. Weiter geht's mit den Parkside-Produkten, die in meinem Kaufland direkt dahinter auf der linken Seite liegen. Für den Heimwerkerbedarf ist hier natürlich auch gesorgt mit der Parkside-Figur direkt. Und daran vorbeigelaufen gehen wir jetzt auf die Wursttheke zu. Bei dieser Wursttheke muss ich sagen, das ist eine sehr, sehr gute und authentische Darstellung. Mir gefällt die Figur hier sehr gut. Also haben die schon sehr, sehr gut umgesetzt. Der Wurststand ist hier wirklich schön gemacht. So ein bisschen wenig Sachen dabei, finde ich. Das kann man ein bisschen bemängeln. Aber sonst finde ich das von der Gestaltung her wirklich richtig, richtig schön einfach. Das trifft auch auf die nächste Abteilung zu, die wir hier vorstellen. Das ist nämlich die Kaufland-Kühlabteilung. Da steuern wir jetzt mit unserem Einkaufswagen drauf zu. Da hole ich mir nämlich immer meine Koppenrad und Wiese Marzipantorte. Also deswegen kenne ich mich in dieser Abteilung relativ gut aus. Ist auch für mich ein absolutes Highlight-Set. Sieht einfach nur richtig, richtig schön aus. Haben die wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und der Einkaufswagen ist natürlich dabei. Ja, Tiefkühlkost und diese
Kühlschränke da im Hintergrund. Die sind wirklich einfach schön. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Da wir gerade schon die Wursttheke angesprochen haben, geht es weiter mit der Brotverkäuferin, also die Brot- und Brötchenabteilung. Die ist dahinter. Die darf hier natürlich auch nicht fehlen. Und hier trifft für mich so ein bisschen das Gleiche zu wie bei der Wursttheke. Da ist ein bisschen wenig dabei. Ist natürlich nichtsdestotrotz eine sehr, sehr gute Gestaltung. Haben sie auch wieder sehr, sehr schön gemacht. Finde ich sehr, sehr cooles Set, aber halt ein bisschen dünn so, ne? Also, ja, weiß nicht, was ihr sagt. Könnte ein bisschen mehr rein. Und weil der Laden so hoch frequentiert ist und da so viele Leute einkaufen, muss hier natürlich auch regelmäßig sauber gemacht werden. Und dafür haben wir hier auch den Supermarktmitarbeiter dabei, der hier des Öfteren auch an uns vorbeigelaufen ist. Also den finde ich ganz cool. Über die Frisur können wir streiten, aber ansonsten sind da schon ein paar witzige Details mit in diesem Set enthalten. Jetzt gibt es das nächste Highlight aus meiner Sicht. Wir gehen nämlich in den Kassenbereich. Wir haben unseren Einkaufswagen gefüllt. Da ist alles drin, was wir einkaufen wollten. Also unsere Einkaufsliste ist abgehakt. Und nun sind wir hier im Kassenbereich. Und auch hier, finde ich, ist die Gestaltung wieder sehr, sehr schön. Und ich habe hier einmal aufs Produktbild geguckt und mir ist dann einmal ein Set eingefallen, das so ähnlich aussah oder zumindest ein paar Details hat, die Ähnlichkeit mit diesem Set hier hat. Und da habe ich die 3201 einmal mitgebracht. Und dann guckt ihr mal bitte hier diese Kasse von Kaufland an und diese Kasse hier, diese 3201. Und dann ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch dabei auffällt. Beide sehr, sehr gute Sets und beide haben ja ein paar Parallelen, ganz offensichtlich. Jetzt waren wir so ins Einkaufen vertieft und jetzt drehen wir uns nochmal um und werfen einen letzten Blick in den Laden und ja, gucken uns den wundervollen Supermarkt an, in dem wir gerade einkaufen waren. Das Set finde ich schon sehr gut, allerdings finde ich es irgendwie ein bisschen klein, ne? Sieht eher aus wie so ein Konsum. Das ist ja mein größter Kritikpunkt. Natürlich gibt es bei Sachen wie Schiffen oder Supermärkten immer ein bisschen Probleme beim Maßstab und außerdem ist der Platz ja gar nicht so vorhanden, aber irgendwie hätte man hier vielleicht noch so eine Grundplatte optional mit anbieten können und 2 Wände vielleicht, dass man diesen Supermarkt hier irgendwie hätte erweitern können. Also das ist so ein bisschen das Manko hier. Ansonsten finde ich schon sehr schön gemacht, aber wie gesagt, natürlich etwas klein geraten das Ganze. Nun haben wir den Supermarkt verlassen und kommen auf dem Parkplatz an. Dort verladen wir unseren Einkauf. Und ich bin wirklich alles andere als ein Fan dieses Playmobil-Grüntons des Autos hier, aber ich finde das Auto sehr, sehr cool. Das gefällt mir schon richtig gut, obwohl man so eine Farbe natürlich im Alltag jetzt nicht unbedingt sieht, aber das ist natürlich immer noch Spielzeug. Von daher gefällt mir die Gestaltung hier gut und finde auch das Set ziemlich gut. Und wenn wir nicht mit dem Auto angekommen sind, dann vielleicht mit dem Fahrrad, denn auch für diejenigen haben wir hier ein Set und natürlich auch eine Figur mitgebracht. Das ist gar kein Problem. Für mich auch hier ein sehr, sehr starkes Set. Also ja, nicht viel drin, aber die Sachen, die drin sind, die sind sehr, sehr gut. Und für diejenigen, die jetzt wirklich gar keine Lust haben, selber in den Supermarkt zu gehen, haben wir auch ein Set mitgebracht. Da ist nämlich der Online-Shopper hier mit im Gepäck. Den gibt es ja auch. Da könnt ihr ganz entspannt von zu Hause aus euren Einkauf erledigen. Das ist hier auch eine Option. Also ich hoffe, da sind ein paar Sets dabei, die euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Kaufland-Reihe findet. Vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 das Beste ist und 1 das Schlechteste. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.